25 Meter ragt das Dockland-Gebäude am Hamburger Hafen wie ein Schiffsbug aus dem Boden. Und das Tolle ist, man kann es auch von außen erklimmen. Man gebe mir die richtige Musik und los geht's. Meine Tour durch Hamburg-Altona beginnt sportlich. 136 Stufen geht es auf das Dockland-Gebäude, das zwischen dem Fischereihafen und der Elbe steht. Innen Büros befindet sich auf dem Dach eine öffentlich zugängliche Terrasse mit Aussicht über den Hafen und Altona. Hier erwartet mich Jana. Sie ist eine der Hamburg-Greeter, auf Deutsch Begrüßer, die Besucher gratis die Stadt zeigen. Hi, Jana. Hi, moin Andreas. Hast du es geschafft? Ich hab's geschafft. Ja, nicht leicht, ne? Und du führst mich jetzt tatsächlich kostenlos hier durch Hamburg-Altona. Wenn du Lust dazu hast, dann will ich das sehr gerne machen. Ja, wie funktioniert das? Also, unser Motto von den Greetern ist, komm als Gast, geh als Freund. Und das ist das Wichtigste. Das heißt, du bist am Ende dann meine Freundin. Richtig, das So hoffe sieht ich sie doch. aus, meine neue Freundin. Da haben wir sie. Und los geht's. Um sich von einem Hamburger Greeter die Stadt zeigen zu lassen, sollte man sich spätestens 2 Wochen vor dem Besuch über die Homepage anmelden. Die individuellen Führungen gibt es für 1 bis maximal 6 Personen. Persönlicher kann man Hamburg nicht kennenlernen. Also Jana, ich muss jetzt ja noch mal loswerden, wie super ich das finde, dass du das hier alles ehrenamtlich machst, diese Führung. Ja. Warum denn eigentlich? Weil ich gerne selbst draußen spazieren gehe und dann ein paar Leute mitzunehmen und denen die schönsten Orte von Hamburg zu zeigen. Das macht mir eben besonders viel Spaß. Bis 1938 war Altona eine selbstständige Stadt. In der historischen Altstadt befindet sich das Rathaus des Viertels. Altona war seit jeher Schmelztiegel zahlreicher Kulturen. Diese Weltoffenheit zeigt sich auch im Wappen des Bezirks. Jetzt habe ich ja das Wappen entdeckt und im Gegensatz zum Rathaustor ist da das Tor ja offen, ne? Richtig. Und das ist eben auch das, was Altona symbolisieren soll. Das offene Tor. Hier wurde im 17. Jahrhundert die Religions- und Gewerbefreiheit eingeführt. Und schon damals war jeder willkommen in Altona und das ist auch heute noch so. Ach, das ist nett. Ja. Danke, Altona. Danke. Unweit des Rathauses liegt ein Park mit Panoramablick auf den Hafen, der Altonaer Balkon. Er befindet sich 27 Meter über der Elbe. Von hier aus geht es zur nächsten Station, der Frauenfreiluftgalerie. Verteilt über eine Strecke von 2 Kilometern entlang des Hafens finden sich 14 Wandgemälde, auf denen Männer bewusst nicht zu sehen sind. So, und hier jetzt volle Frauenpower, ne? Ganz genau, richtig. Ja. Die Bilder, die hier sind, die sollen ein bisschen auf die Frauen in der Hafenarbeit aufmerksam machen. Es ist ja eigentlich doch ganz typisch eine Männerdomäne. Aber bei der Frauenfreiluftgalerie werden eben nur Frauen abgebildet und es wird auch nur von Frauen gemalt hier. Finde ich ganz toll. Du, ich danke dir ganz doll für diese Führung und ich darf behaupten, du bist jetzt ein Stück meine Freundin geworden. Danke dafür. Definitiv. Sehr gerne. Bis bald mal wieder, Bis ne? zum nächsten Mal. Jo, Tschüss. tschüss.